Vor mir befindet sich ein Füller Typ K150, ausgestattet mit integriertem mechanischem Auswerferzylinder Typ AW2. Welche Besonderheiten hinsichtlich der Ansteuerung und Verwendung dieses Auswerfersystems zu beachten sind, werde ich in dem nachfolgenden Video erläutern. Eine Sache vorab: Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit herkömmlichen Auswerferstangen zu arbeiten, dann solltet ihr das immer einem Füller mit integriertem Auswerfersystem vorziehen. Ja, wir können verschiedene unserer Füllertypen mit einem integrierten Auswerfersystem ausstatten. Das System AW2 bietet folgende Vorteile. Der relativ einfache Zylinderaufbau ermöglicht eine zügige Montage und Demontage, was uns während unserer Wartung entgegenkommt. Aufgrund der Wirkflächen der Pneumatikzylinder können wir bei dem System Pinolen bis Durchmesser 30 realisieren. Es gibt diesen Auswerferzylinder als Variante mit durchgehender Kolbenstange. Hier können wir dann sehr lange Auswerferhübe bei relativ kurzen Mantelrohrlängen erreichen, so beispielsweise ein Auswerferhub von 350 mm bei einem Mantelrohr von nur 150 mm. Je nach Konstellation kann also insgesamt ein kürzerer Aufbau als bei unserem Kombi-Auswerfer Typ AW erreicht werden. Ein letzter Vorteil sei noch genannt: Zumindest während der Vorwärtsbewegung des Auswerfens ist der Zylinder drucklos, wodurch die Maschine die integrierte Auswerferstange mühelos betätigen kann. Die Kraft der Maschine steht während dieser Bewegung also vollständig zur Entformung der Formteile zur Verfügung. Im Gegensatz zu unserem Kombi-Auswerfer Typ AW, wo neben den Standardsignalen Öffnen bzw. Schließen kein weiteres Signal bei einer mechanischen Ansteuerung des Auswerfers benötigt wird, brauchen wir hier ein separates Signal, welches den vorderen Zylinder permanent mit Druckluft versorgt. Erst zum Zeitpunkt des Auswerfens wird dieses Signal abgeschaltet, sodass die Kolbenstange betätigt werden kann. An dieser Stelle möchte ich noch auf eine besondere Gefahr hinweisen. Die aus dem Füller ragende Stange fährt nach vorn oder hinten selbsttätig heraus, sobald der Pneumatikzylinder mit Druckluft beaufschlagt wird. Hier besteht schwerste Verletzungsgefahr. Haltet euch niemals direkt hinter dem Füller oder vor dem Füller auf und achtet auch darauf, dass sich sonst niemand davor oder dahinter befindet, wenn ihr diesen an das Versorgungsnetz anschließt. Außerdem sollte die Form etwas geöffnet sein, damit keine Beschädigungen entstehen, falls die Kolbenstange unerwartet nach vorn herausfährt. Ich verbinde nun meinen Füller mit meinen Steuerleitungen. An meinen ersten Anschluss hier vorne kommt in dem Fall die Füllluft. Als nächstes nehme ich den Schlauch, der das separat zu steuernde Signal, wie beispielsweise das Auswerfen, gibt. Welches Signal ihr dafür wirklich an eurer Maschine verwenden könnt, hängt immer davon ab, ob ihr dieses frei programmieren könnt und ob es nicht für eine andere Funktion des Prozesses benutzt wird. Man kann beispielsweise auch das Signal, um Kernzüge zu betätigen, verwenden. Ja, zuletzt habe ich noch den Schlauch, der das Signal zum Schließen gibt. Den verbinde ich mit dem hinteren Luftanschluss. Das Signal Öffnen der Maschine wird bei diesem System nicht benötigt. Ich schalte nun meine Steuerung ein, sodass beide Kammern mit Druckluft beaufschlagt sind. Der Füller befindet sich nun in geschlossener Stellung. Als nächstes nehmen wir das Signal Schließen weg, der Füller öffnet, dabei bewegt sich die Stange weiter nach hinten aus dem Zylinder heraus. Wir leiten die Füllluft ein und füllen unsere Form. Um nach dem Füllvorgang das restliche Material im Füllschlauch sauber rückzublasen, schließen wir den Füller wieder, lassen die Füllluft jedoch noch einige Sekunden eingeschaltet. Der Füller ist nun geschlossen, das Material zurückgeblasen. Im Anschluss folgt die Bedampfung des Formteils mit anschließender Stabilisierungsphase, was in der Animation nicht dargestellt ist. Sobald das Formteil ausreichend abgekühlt ist, beginnen wir mit dem Entformen. Dazu schalten wir das Signal Auswerfen aus. Die Form kann nun öffnen und durch die Auswerferplatte die integrierte Auswerferfunktion des Füllers betätigen. Hierbei ist es wichtig, dass die Stange niemals weiter als der angegebene Hub L3 betätigt wird. Ansonsten kommt es zur Beschädigung des Füllers.
Sind die Teile vollständig ausgestoßen, schalten wir die Auswerferluft wieder ein und schließen anschließend die Form. Es ist wichtig, dass die Auswerferluft eingeschaltet wird, bevor die Form schließt, da es ansonsten zu Beschädigungen des Füllers und der Form selbst kommen kann. Der Füller befindet sich nun wieder in der Ausgangsstellung. Wenn ihr einen Anwendungsfall habt, der keinen Platz für herkömmliche Auswerfer bietet, dann sprecht uns gerne an. Gemeinsam mit euch prüfen wir, ob dieses Auswerfersystem oder ein ähnliches System in Frage kommt. Wir werden euch dabei einige Fragen stellen, unter anderem, wie viele Füller sollen auf dem Werkzeug verwendet werden, welchen Auswerferhub benötigt ihr, welche Rohrlänge benötigt ihr, wie lang darf der Füller maximal sein, welches Material, sprich welche Perlengröße, bei welcher Schüttdichte verarbeitet ihr, welche Signale gibt eure Maschinensteuerung her und ist eine Auswerferplatte vorhanden. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar oder setzt euch direkt mit uns in Verbindung. Übrigens, in unserem Katalog gibt es einige Informationen zu unseren Auswerfersystemen. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.